Moin Moin, da bin ich wieder mit einem kleinen Update. Wie man sieht, der Zwischenrahmen ist runter vom LKW, der ist beim Verzinker. Den kann ich nächste Woche abholen. Und was man noch sieht, dass die Durchstiegsluke, da war so ein Alurahmen drin. Der Rahmen, der fehlt auch. Und zwar habe ich mich die letzten Tage damit beschäftigt, den Durchstieg soweit umzusetzen. Ich weiß, da trennen sich die Meinungen. Die einen sagen, das ist total unnütz, die anderen sagen, besser haben als brauchen. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Durchstieg einzubauen. Das war eigentlich von vornherein klar. Alleine wegen dem Hund, damit er während der Fahrt auch mal nach vorne oder beziehungsweise nach hinten gehen kann. Und auch halt, nice to have. Wie ich das Ganze umgesetzt habe, das sehen wir uns gleich gemeinsam an. Los geht's. So, am Anfang möchte ich sagen, es ist mir vollkommen klar, dass nicht jeder die Möglichkeiten hat, eine Kannbank zu nutzen. Aber von der Grundidee, man kann da andere Profile nehmen oder sich solche Profile irgendwo anfertigen lassen. Also bitte nicht allzu hart mit mir umgehen. Also es ist mir klar, dass nicht jeder eine Kannbank im Keller stehen hat. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich zeige mal, wie ich das geplant habe, beziehungsweise auch umgesetzt habe. Und es wurde wieder geschnitten und gekantet und geflext und weggeschweißt und also richtig Heavy Metal Arbeit. Ja, als erstes habe ich die Maße genommen oder beziehungsweise die Außenmaße mir überlegt, weil der Durchstieg an sich, der Rahmen, der trägt ein bisschen auf, also hier in dem Bereich. Danach habe ich meine Aluplatten angefertigt und im Nachhinein die Profile daraus gekantet. Das ist als erstes passiert, das zeige ich euch eben auch und dann geht es weiter. Ich habe bei dem Bau des Koffers ein paar Aluplatten, also ein paar Restplatten überbehalten und die werde ich jetzt auf passende Länge erstmal schneiden und ich habe mir das ausgerechnet, also ich brauche Streifen von 10,5 cm in meinem Fall. Streifen und die werde ich jetzt gleich zu den gewünschten Profilen verarbeiten. Ja, so sehen die Profile von der Seite aus. So habe ich mir das überlegt. Daraus wird ein Rahmen entstehen. Das ist die Kante, wo Faltbelag draufgeschrubbt wird oder mit dem Gummihammer draufgeschlagen wird. Das mache ich jetzt noch 3 Mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der innere Rahmen ist fertig.
also der Rahmen kofferseitig. Das Gegenstück kommt am Fahrerhaus, also wird genauso gekantet. Am Fahrerhaus wird das verklebt. Und hier kann ich dann im Nachhinein, wenn der Gummibalg drin ist, den ganzen Rahmen quasi austrennen oder abschrauben und dann rausziehen. Was hier noch fehlt, hier kommen an den Seiten kommen so Ecken da rein, weil ich das Gummiprofil hier nicht in den 90 Grad Winkel reindrücken kann. Das geht einfach nicht von der Biegung. Ich zeige mal, was ich meine. Wenn ich versuche, das nämlich hier reinzustulpen, vom Radius her, das haut nicht hin. Das wird sich immer wieder lösen. Deswegen wird das so drauf gedrückt. Hier kommt quasi so ein Aluwinkel noch mit reingeschweißt. Und dann hat das alles Hand und Fuß. So, das ist das Endergebnis. Das ist noch nicht fertig, also es muss noch einmal fein geschliffen werden und entgratet werden. Der ganze Sinn, was dahinter steckt, ist diese flexible Verbindung, die man benötigt beim Verschränken des LKWs, irgendwie so zu gestalten, dass sie nahezu wasserdicht ist. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und die muss auch flexibel bleiben. Insofern habe ich mich für den Faltbalg hier entschieden. Der ist aus Gummi. Er wird hier auf den Rahmen drauf gestülpt, lässt sich auch relativ leicht entfernen. Ich habe den andersrum auch eingebaut, also sprich mit der Kantung oder beziehungsweise mit der Nut wird er, ich zeige das mal eben, ich hoffe, dann sieht man das, der wird von unten nach oben aufgestülpt. Der Hintergrund ist, wenn irgendwann mal der LKW sich so verschränken sollte, dass das Gummi am Ende ist, sprich nicht mehr mitzieht oder beziehungsweise nicht mehr arbeiten kann. Das Einzige, was dann passieren kann, dass der Balg einfach aus der Nut rausspringt, der wird nicht zerrissen. Hätte ich die Nut andersrum gekantet, dann wäre der Balg so auf Spannung gewesen, dass er irgendwann mal, gehe ich mal von aus, an den Stellen, wo er halt befestigt ist, reißen würde. Um sich vor Augen zu führen, wie sich so ein LKW verschränkt, werde ich gleich mal ein Bild einblenden. Das ist damals entstanden, wo ich die Federlagerung für den Zwischenrahmen entworfen habe, und da sieht man, wie das Fahrgestell arbeitet, beziehungsweise wie sehr der Koffer in entgegengesetzte Richtung als die Fahrerkabine kippt. Und um dieses auszugleichen, wie gesagt, ist das Bauteil hier entstanden. Das ist relativ kompakt, das ist auch leicht, also das kann ich hier mit einem Finger heben, das ist überhaupt kein Problem. Ja, auf jeden Fall die Vorfreude auf die Hochzeit, die wird immer größer. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze zusammenpasst und wie das aussieht, wenn der Koffer auf dem Fahrgestell seinen Platz findet, endgültigen Platz findet, hoffe ich zumindest endgültigen. Es gab am Anfang, als ich angefangen habe, den Koffer zu bauen, das Grundgestell zu schweißen und so weiter, gab es ja einige Meinungen, dass das Ganze viel zu schwer wird, und ich hatte damals so ausgerechnet mit irgendwo 1200, 1300 Kilo auf 5,50 Meter Länge, auf 2,50 Meter Breite und 2,25 Meter Höhe. Und ich war sehr überrascht oder beziehungsweise sehr erfreut darüber. Als ich den Koffer zum Lackierer gebracht habe, habe ich den wiegen lassen. Also ohne Isolierung, ohne Holz innen drin, wiegt der momentan, so wie der da steht, also komplett abgedichtet mit allen Winkeln, mit Fenstern, mit Türen, mit Klappen, 975 Kilo. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis an sich. Und wenn ich es nochmal bauen würde, würde ich es genauso bauen. Also nicht irgendwie an Material sparen bzw. andere Materialstärke nehmen. Ich würde es sehr wahrscheinlich genauso nochmal machen. Ja,
Leute, das war's. Das war ein kurzes Update zu dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Und ich hoffe, beim nächsten Video steht der Koffer hier in derselben Farbe. Und die nächsten Schritte werden dann sein, dass er von innen isoliert wird, dass die Innenverkleidungen reingezogen werden an den Wänden. Und erst dann kommt er auf den Zwischenrahmen. Es bleibt also spannend und es wird in den nächsten Tagen auch nochmal einiges passieren. Es geht hier nämlich zügig voran. Ich muss ein paar Monate nachholen, wo es bei mir zeitlich alles so nicht gepasst hat und daher auch so wenig Videos, ich sag mal im letzten halben Jahr. Aber es wird jetzt wieder anders. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.